Ja, hallo zur neuen Ausgabe Project vPin. Ich werde jetzt heute mal den anderen Emulator, den man so in so einem Cap haben kann, installieren, und zwar Visual Pinball. In der Zwischenzeit habe ich noch so ein paar andere Future Pinball Tische installiert und bin kräftig am Zocken, und ja, jetzt gucken wir mal, was mit dem anderen Emulator so los ist. So, also nochmal ganz kurz einen kleinen Zwischenbericht zu Future Pinball. Das ist mir aufgefallen. Manchmal erkennt Future Pinball nicht, dass man überhaupt irgendwas drückt hier. Also die Scroll-Lock-Taste oder eine Münze einwerfen auf 5 oder starten oder auch überhaupt nur den Tisch verlassen. Nichts funktioniert. Windows hat einfach diesem Programm dann nicht den Fokus gegeben, und das kann man ändern, indem man einmal mit der Maustaste klickt. Das werde ich jetzt mal tun. Man sieht dann, wie es einmal ein bisschen flackert. So, und jetzt haben wir wieder den Fokus auf diesem Programm hier, und dann geht auch wieder alles. Jetzt kann ich das Menü da einschalten oder eine Münze einwerfen und dann das Programm starten. So, naja gut, also das ist dann hoffentlich hinterher im Cap nicht so, denn da habe ich natürlich keine Maus dran. Ich meine mich aber zu erinnern, dass unter Hyperpin es einen speziellen, oder Pinball X, welchen man auch immer nimmt, es einen speziellen Lader gibt, und der das dann verhindert. Aber wenn man das jetzt also erstmal installiert und nichts funktioniert, dann aber mit der Maus ins Programm reinklicken, also einfach die linke Maustaste drücken, und schon hat man wieder den Fokus. So, und jetzt geht es aber zu Visual Pinball. So, also Visual Pinball, das lädt man runter auf der Seite VP Forums, und die sieht so aus. Das ist also ein ganz wunderbares Forum. Hier kann man eine ganze Menge Fragen stellen und auch beantwortet bekommen. Hier gibt es Leute, die zeigen, wie sie ihre Virtual Pinballs bauen und ihre PC-Hardware vorstellen und so weiter, die sie da drin haben. Also das ist alles sehr informativ. Hier unbedingt mal umsehen, und vor allen Dingen gibt es hier sämtliche Tische und auch eben den Emulator selber für Visual Pinball. Und als zuallererst geht man mal am besten auf hier oben Getting Started. So. Da gehen wir jetzt mal hin, da gibt es einen Installation Guide, das kann man sich natürlich dann auch nochmal angucken, einen Visual Pinball Installer, und hier die ganzen einzelnen Downloads und ja, Dinge, die man dazu noch braucht. Visual Pinball ist, ich habe es ja schon angemerkt, wesentlich komplizierter zu installieren als Future Pinball, wo man einfach eine Datei installiert und schon hat man Future Pinball. Hier sind es mehrere, weil sogar der Emulator aus zwei verschiedenen Programmen besteht, nämlich einmal Visual Pinball selbst und dann Visual Pin MAME. So, und jetzt laden wir das aber mal runter. Und zwar nehmen wir jetzt hier Visual Pinball 9. Das wird... Wow, langsame Internetverbindung. So, gut, den nehmen wir runter. Da ist jetzt gerade eine neue Version 2.09.2.1 rausgekommen. Irgendwann soll das dann wohl auch mal unter DirectX 9 laufen. Im Moment noch alles DirectX 7. So, das lädt man runter und speichert es. Dann Visual Pin MAME, Cabinet. Auch das speichere ich. So, ich kürze das jetzt hier mal ein bisschen ab. Mir beim Downloaden zuzugucken ist ja auch langweilig. Also VBS Scripts braucht man, dann die Samples, dann hier diese VP Fonts. Highly recommended, also sollte man schon machen, damit die Flipper auch alle die richtige Schriftart zur Verfügung haben. Und dann zum Schluss noch die Belly NVRAMs. Dann hat man also insgesamt 6 Files runtergeladen, und die habe ich da unten alle mal einmal in dieser Übersicht angekreidet. Die grünen und gelben Striche, die sollte man haben. So, und dann gibt es auch noch Tables.
keine VP8-Tables bitte, das ist eine alte Version. Ich halte mich jetzt hier an die Cabinet-Tables. Die sind dann eben halt dafür gedacht, auf so einem 2-Screen- oder 3-Screen-Dings zu laufen, wie ich es jetzt hier vorhabe. Und ich gehe ganz gerne immer zu den Fullscreen B2S Cabinet Tables. Die haben nämlich immer schon gleich das Backglass eingebaut. Grundsätzlich unterstützt Visual Pinball nämlich nackig erstmal gar keine Backglasses. Und das kam erst später dazu eben mit diesem B2S Zusätzen. Und hier ist das immer schon gleich mit eingebaut. Klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert. Fangt vielleicht erstmal mit B2S-Tables an. Die haben, wie gesagt, dann schon ein animiertes Backglass dabei. Das ist eine ganz praktische Sache. So, ich habe mir jetzt hier mal den Attack from Mars B2S-Table runtergeladen und der alleine bringt uns aber noch nicht viel. Deswegen suche ich jetzt hier auf VP Forums unter den Downloads noch die ROMs zu diesem Table. Das ist nämlich der große Vorteil dieses Emulators. Der benutzt exakt die ROMs, die auch in den echten Tischen drin waren. Und zwar eben über PinMame, der das Ganze emuliert. Visual Pinball selber macht die Physik und die ganzen Knöpfe, die man da treffen kann und so weiter und so fort und übergibt das dann an PinMame und PinMame sagt dann, was passiert, wie viele Punkte das gibt und welche Rampen aufgehen und so weiter. So, ich nehme jetzt also hier mal dieses ROM-Set, wenn es das falsche sein sollte, da waren ja mehrere, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen, das ist vielleicht am Anfang ein bisschen kompliziert. Wenn es da aber ein anderes ROM-Set nötig wäre, dann würde das Programm dann meckern und auch sagen, welches ROM-Set es haben wollen würde. So, geladen mit diesen ganzen Sachen stecke ich meinen USB-Stick in den Computer, in den Pin-Computer und installiere erstmal Visual Pinball 921. Ja, dann haben wir hier die Installationsdateien, die einfach irgendwo mal eben hinkopieren auf den Desktop oder so und dann die Setup starten. Kann man hinterher alles wieder löschen, hier diese 5 Dinger. So, und dann fragt er einen, wo das hin soll. Ich gebe das auch in Games, in den Games-Ordner. Da habe ich auch schon Future Pinball hin kopiert, also Visual Pinball Ordner erstellt und da soll das dann also rein. Und los. Ja, Speicherplatz, alles klar. So, jetzt wird es installiert. Das geht natürlich auch alles noch ganz einfach. Im Grunde, wenn man sich so ein bisschen an die Reihenfolge hält, dann ist es hier natürlich auch alles überhaupt kein Problem. Man muss nur eben halt ein bisschen mehr machen. So, jetzt in den frisch erstellten Visual Pinball Ordner, im Games Ordner, erstellen wir einen neuen Ordner und den nennen wir VPinMame. Hier steht es dann nochmal, wie er heißt. VPinMame, auch so groß und klein und so geschrieben, bitte. Da kommt dann nämlich die Visual Pinball Mame Dateien, kommen da alle rein. So, den öffnen und dann wieder von meinem USB-Stick die Visual Pinmame Dateien alle da rein kopiert. Entsippen natürlich, nicht nur die ZIP-Datei. So, da alles rein. Okay, wunderbar. Das war schon Schritt 2. Naja, noch nicht ganz, denn jetzt müssen wir noch die Setup, die da drin ist, einmal ausführen. Ich muss mir immer die Fenster vom anderen Bildschirm holen, deswegen dauert das manchmal. So, also da klicken wir dann Install. Hier steht dann Version 3.00, obwohl wir ja 2.5 runtergeladen haben. Das hat auch seine Richtigkeit. Ulkigerweise heißt es immer 2.5, aber es gibt eine 2.5 und eine 2.5 Cabinet. Und das hier ist die Cabinet-Version und intern heißt sie 3.0. Bekloppt. Aber also Cabinet hat einfach den Vorteil, dass es das DMD besser handeln kann. Den Haken, den ich jetzt hier setze, bitte übrigens nicht setzen. Lasst das hier mal alles in Ruhe. Da das Display und so, lasst das alles auf Default und lasst den Haken da weg. Das habe ich später auch wieder weggemacht. So, also hier einfach nur OK drücken. Ja, okay, also die Cabinet-Version 3.00, die kann das DMD auf dem zweiten Bildschirm besser handeln. Das andere, das hat damit Probleme. Deswegen
nehmt, wenn ihr solche 2 Bildschirme oder 3 haben wollt, die Cabinet-Version. Und die muss dann, wenn ihr hier auf Setup drückt, muss da 3.00 stehen. So, die Samples, die kommen einfach so im ZIP, wie sie sind, in den Samples-Ordner im vpin MAME-Ordner. Einfach reinkopieren, da ist ein Ordner Samples, öffnen und da die ZIP-Datei rein kopieren. Fertig. Und die VBS-Files, die muss man entzippen. Ganz unten, ja, da ist er. Okay, alle auswählen und in den Tables-Ordner, in Visual Pinball-Ordner kopieren. Das sind irgendwelche Datenbanken. Und die Fonts, die muss man sich einfach irgendwo hin kopieren und installieren. Eben damit die Flipper dann ihre entsprechenden Schriftzüge auch zeigen können. So, da habe ich sie mir jetzt also in einen Fonts-Ordner kopiert. Ich glaube, man kann sie auch im Windows-Ordner irgendwo rein kopieren oder so. Ich mache das immer so. Den Ordner, alle auswählen und dann Rechtsklick installieren und dann hat man sie alle installiert und kann diesen Ordner hier schon wieder löschen. Zack. Jetzt rödelt er ein bisschen auf dem anderen Bildschirm und dann kann man das wieder löschen, wie gesagt. So, und jetzt den Attack from Mars Table, den kopiert man natürlich alle Dateien, die da im ZIP drin sind, die kommen dann also in den Tables-Ordner, im Visual Pinball-Ordner, einfach reinkopieren und dann das ROM-ZIP, da ist das hier drin, das muss man aber bitte nicht entzippen, sondern so gesippt, wie man es runtergeladen hat, in den Visual Pin MAME-Ordner, in den ROMs-Ordner. So, und jetzt sind wir schon so weit, dass man es mal ausprobieren kann. Visual Pinball 921 Exe, die mal noch ein bisschen einstellen, und zwar unter Rechtsklick Eigenschaften, Kompatibilität, da wird empfohlen Windows NT 4.0, Service Pack 5. Da das dritte von oben, das soll wohl eine gute Kompatibilität bringen und dann als Admin ausführen, aber wiederum Rechtsklick als Administrator ausführen. So, okay, das sieht erstmal so ein ganz bisschen ähnlich aus wie Future Pinball, dann auf Öffnen und Attack from Mars Table auswählen. Sieht immer noch so aus und dann bitte nichts verstellen, sondern einfach nur Play drücken. So. Und dann sehen wir, dass erstmal noch nicht so wirklich alles stimmt, aber zumindest mal irgendwas passiert. Attack from Mars, das Backglass ist viel zu klein. Dann habe ich ein riesenhaftes DMD auf dem ersten Bildschirm und keinen Playfield im Grunde. So, jetzt habe ich das DMD mal so ein bisschen verkleinert. Rechtsklick drauf und Restore Size oder so ähnlich war das. Dann kann man es mal auf den anderen Bildschirm bringen. So, wenn man jetzt Ende drückt, dann hat man die Coin Door geöffnet und dann hat man so ein kleines Menü, dann kann man so ein paar Einstellungen machen. Auf 8 und auf 9 kann man die Lautstärke des Pinballs einstellen, also der Musik und der Soundeffekte. Also auf 9 wird es jetzt hier lauter, wie man hört. Eben genau wie bei einem echten Flipper, da muss man auch die Kassentür aufmachen und dann sind da irgendwelche Knöpfe. Deswegen muss man hier erstmal die Coin Door öffnen auf Ende. So. 8 und 9 und Ende. Die mal merken, die Knöpfe, die braucht man immer mal. So, und jetzt fällt auf, dass das Spielfeld erstmal in einem Window drin ist, viel zu klein und auf dem Kopf steht. Das ist natürlich alles überhaupt nicht gut. Das müssen wir jetzt alles mal noch ändern. Deswegen bin ich jetzt hier in den Präferences, Video Options, da habe ich es schon mal auf 1080 mal 1920 eingestellt. At Fullscreen, Anti-Stretch the Ball, das ist eine super Sache, dann hat man nicht immer diese Ostereierbälle, wie man sie bei Future Pinball immer hat, dann hat man nämlich trotzdem runde Bälle. Das finde ich deutlich besser bei Visual Pinball, dass die Bälle hier entkoppelt sind. So, und jetzt haben wir hier schon mal Fullscreen, das ist schon mal schön.
Der Haken war ja auch gerade in den Präferenzen gesetzt worden. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, dass man den Bildschirm gar nicht drehen kann. Deswegen drehe ich jetzt den Bildschirm wirklich selber per Hand. Heißt natürlich, dass bei Future Pinball jetzt die Tables wieder falsch rum sind. Das muss man dann bei Future Pinball, da kann man es nämlich ändern. Hier bei Visual Pinball habe ich es jetzt nicht gefunden, deswegen ändere ich es einfach bei Future Pinball. Aber gut, jetzt haben wir ja schon mal ein zumindest spielbares Ergebnis. Hier jetzt mal kurz, wie das geht mit dem Future Pinball. Ich will jetzt nicht jedes Mal den Bildschirm wirklich umdrehen, deswegen hier 90 Grad Sideways, das ist dann eben halt jetzt auf dem Kopf, da macht man 270 draus und dann sind sie wieder beide richtig rum. Mal kurz ausprobiert, ob es auch alles stimmt. Der Witz ist, skaliert ist das Playfield dann nach wie vor richtig, aber man muss die Position nochmal wieder anpassen. Das ist dann nämlich falsch rum. Also merkt euch am besten gleich von Anfang an den Playfield-Monitor so hinlegen, dass die untere Seite des eigentlichen Monitors nach links zeigt, dann ist es richtig. So, und jetzt will ich mal, dass das Backglass vernünftig groß ist. Da habe ich mir jetzt also in dem Tables-Ordner ist eine kleine Textdatei ScreenRes-Text. Und da müssen diese Werte hier stehen, nämlich 1920 mal 1080, das ist der erste Playfield-Monitor, dann 1280 mal 1024, das ist mein Backglass-Monitor. Und dann muss noch eine 2 da stehen, um dem Programm zu sagen, dass das DMD auf Monitor 2 dargestellt werden soll. Das jetzt abspeichern. Und jetzt sollte eigentlich alles stimmen. Da standen ja vorher völlig bekloppte Werte, das war gar nicht schön. Und tatsächlich, das Backglass ist jetzt Fullscreen und das Playfield auch und auch richtig rum und alles ist gut. Das DMD muss man jetzt nochmal in seiner Position verändern und in der Größe nochmal. Also Rechtsklick drauf, Show Window Border, dann ist da dieser graue Rand und dann kann man den nämlich an diesem Rand ziehen. Wenn es dann in der richtigen Größe ist, dann muss man es nochmal ein paar Pixel bewegen, ansonsten vergisst er die Größe gleich sofort wieder, wenn man die Border ausmacht. Das ist irgendwie so ein Bug. Also wenn man die Größe richtig eingestellt hat, nochmal ein paar Pixel bewegen und dann erst die Border ausstellen. Ja, und jetzt kann man mal eine Runde zocken. Also hier kann man einfach wirklich davon ausgehen, dass exakt genau die gleichen Reaktionen zu erwarten sind wie beim Automaten, weil eben die gleiche Logik dahinter steckt. Bei dem Future Pinball, da wird das alles ja geskriptet und nachgebaut und wenn derjenige, der da nachgebaut hat, eben nicht so ganz genau weiß, was passiert, wenn das oder das Target gedrückt wurde, dann passiert das eben auch nicht oder wenn es vielleicht nicht eingebaut wurde oder so. Das kann sich dann also immer gerne mal unterscheiden. So, und weil es so schön war, machen wir das mit dem Table gleich nochmal. Nochmal einen schönen Klassiker runtergeladen. Medieval Madness. Mit einem ROM-Set. Und dann kopieren wir die Table-Dateien natürlich wieder in den Tables-Ordner. Ich lasse jetzt allerdings die ScreenRes-Textdatei hier mal weg, weil dann stehen da ja wieder irgendwelche Fantasiewerte drin, die mir meine überschreiben, wenn ich das da rein kopiere. Das B2S, VBS brauche ich wahrscheinlich auch nicht kopieren, aber ist ja wurscht, das ist ja immer die gleiche. So, also erstmal alles rein, außer die ScreenRes-Textdatei. Meine stimmt ja schon. Und das ROM-Zip, so wie es ist, gesippt, einfach nur kopieren in den vpinMame ROMs-Ordner. Da ist schon das von Attack from Mars und jetzt ist da auch Medieval Madness drin. Fertig aus. So, und dann starten wir mal und gucken mal, ob es das richtige ROM-Set war. Wie gesagt, wenn es nicht ist, dann meckert er. Und er meckert. Okay, dann gucken wir mal. Da steht also oben ROM-Set-Name mm-10.
Den gibt es da auch runterzuladen. Theoretisch wäre auch das andere ROM-Set gegangen. Das hätte ich nur im Skript ändern müssen. Das wollen wir jetzt hier gerade mal gar nicht behandeln. Aber wie gesagt, da wird dann also angezeigt, wie das ROM-Set heißen soll. Und dann nimmt man eben das. Oder man ändert es im Skript. Das geht auch. So, und dann muss man hier nochmal das DMD in der Position verändern. Rechtsklick, Show Window Border. Dann in der Größe verändern. Dafür muss man hier nicht das Playfield skalieren. Das ist ja dann auch ein Vorteil. So, nochmal kurz ein paar Pixel bewegen, bevor man die Border ausschaltet. Sonst wird es wieder klein, das DMD. Und fertig. Dann wieder ins Playfield einmal reinklicken. Wiederum auch so eine Fokusgeschichte, damit es wieder das aktive Fenster ist sozusagen. Und schon kann es losgehen. Tja, jetzt habt ihr erstmal so ein Grundgerüst. Damit kann man schon mal eine ganze Menge anfangen. Das kann man natürlich alles noch wunderbar aufbauen und erweitern. Und ja, aber das kommt dann in den nächsten Folgen. Ich würde denken, dass ich in der nächsten Folge tatsächlich erstmal ein Frontend installiere. Und da ich das letzte Mal Hyperpin benutzt habe, würde ich dieses Mal Pinball X, von dem ich wirklich nur sehr gute Sachen lese, ausprobieren. Das ist von dem gleichen Typen, der auch Game X gemacht hat, was ja so ein Arcade- und Videospiel-Konsolen-Frontend ist. Ja, und man liest immer, dass es also etwas schneller funktioniert und besser zu konfigurieren ist und so weiter. Also das nächste Mal Pinball X, dann sieht das Ganze auch schick und ordentlich unter einer schönen Oberfläche aus, wo man die Tables dann auswählen kann. Dann viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Well, let's see what we've got